ist mir immer wieder aufgefallen, wie schnell alles rennt, wie schnell die Zeit vergeht. Und man hat seinen Arbeitstag, man hat seinen Alltag, man hat sein Privatleben, was nicht immer nur von schönen Momenten geprägt ist. Und ich hatte eine ganze Weile das Ganze ein wenig aus den Augen verloren. Und wie es im Leben halt immer so ist, muss halt erst einiges passieren, was nicht wieder rückgängig zu machen ist, bevor man lernt, achtsam mit sich, seinen Mitmenschen und allem zu sein, was einen umgibt. Und ich habe hier neben mir meinen PC und habe hier ein paar Weisheiten und Zitate zum Thema Achtsamkeit, wie ich finde, ziemlich passend sind und die ich ziemlich passend finde. Zum Beispiel in den kleinsten Dingen zeigt die Natur die allergrößten Wunder. Und das ist das, was jeder, oder sagen wir mal viele, verlernt haben. Auf die kleinsten Dinge zu achten. Wir sind immer so sehr darauf konzentriert, zu gucken, was uns fehlt, was wir haben oder auch nicht haben, was besser sein könnte, anstatt einfach mal dankbar dafür zu sein, was wir haben. Und dass wir uns doch an den kleinen Dingen im Alltag erfreuen sollten. Und das versuche ich jeden Tag aufs Neue. Und es gelingt mir nicht immer, aber ich bin Dingen ausgesetzt und auch Menschen, die immer nur die Fehler bei anderen suchen, die immer nur das Schlechte sehen und sich, egal wie klein die Sache auch ist, immer aufregen. Und am Ende des Tages wundern sie sich dann, warum sie erschöpft sind, warum sie sich nicht erholt haben am Wochenende, warum sie müde sind. Aber wenn man immer nur das Negative sieht, ermüdet das irgendwann und man kommt überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Und das ist auch ein Teil davon, warum ich selber auch ASMR-Videos höre. Weil man manchmal in diesem Sog so tief drin ist, dass man gar nicht mehr rauskommt. Und ich versuche mich dann wirklich zu zwingen, einfach mal abzuschalten, nichts zu machen, den Moment zu genießen, und zwar ohne, dass ich ihn zerdenke, dass ich irgendwo an diesem Moment was Negatives finden könnte, sondern ich genieße es einfach nur. Und am liebsten ist es mir, wenn ich wirklich draußen bin,
zusammen, mit dem man gute Gespräche führen kann. Und wo die Welt sich mal um andere Dinge dreht, als nur um die Probleme und nur um Schlechtigkeiten von anderen, die man dann stundenlang auseinander nimmt. Mit dem Ergebnis, man kann die Menschen doch nicht ändern. Und ich bin mittlerweile so, dass ich wirklich sehr genau gucke, wer an mich ran darf. Und das sind eine Handvoll Leute, denen ich wirklich vertraue. Und mit den anderen versuche ich einfach klarzukommen und mich von diesen negativen Gedanken und diesen negativen Impulsen, die sie einem entgegenbringen, nicht runterziehen zu lassen. Das ist nicht immer leicht. Aber ich gebe mein Bestes, dass es mich nicht weiter runterzieht. Ja. Hier zum Beispiel ist auch nochmal ein Zitat, das heißt: Meditation macht aus uns niemand anderen, sondern den, der wir immer gewesen sind. Wenn ich noch an meine Kindheit zurückdenke, natürlich war alles unbeschwerter. Dafür ist man erwachsen geworden. Aber man hat sich auch nicht so viele Gedanken gemacht. Und man war nicht diesem Leistungsdruck ausgesetzt, dem man spätestens, sagen wir mal, in der Schule ausgesetzt ist. Und ja. Ich habe viele Bücher über Achtsamkeit gelesen und über den Versuch, zur Ruhe zu kommen und sich von negativen Dingen nicht runterziehen zu lassen oder verleiten zu lassen, in dem Strudel mitzuschwimmen. Und es hat bei mir Monate gedauert, bis das soweit war. Aber ich denke, jetzt bin ich auf einem Punkt, wo ich wirklich damit gut leben kann. Ich denke, alle, die ASMR hören, sind mehr oder weniger aus dem gleichen Grund da. Nämlich einfach mal dem Alltag, dem Stress, den Problemen zu entfliehen, und wenn es nur für einen Moment ist. Und sich einfach nur mal auf das Video zu konzentrieren, auf die Geräusche, die man hört, auf die Stimmen. Eins der Dinge, die bei mir am allermeisten funktionieren bei ASMR, das sind Hand Movements. Das entspannt mich derart. Habe ich auch einen Kanal gefunden, ich weiß jetzt gerade nicht von wem. Die macht das unheimlich gut.
fasziniert davon, wie andere Worte finden, um jemanden wirklich zu trösten, demjenigen zu zeigen, du bist nicht alleine, egal was du auch im Moment durchmachst. Die Gabe, die manche haben, sowas gut rüberzubringen und sowas wahnsinnig gut auszudrücken, da beneide ich die Leute echt für. Und hier auch noch ein Zitat, was das ziemlich gut beschreibt, von dem ich vorhin gesprochen habe. Wo immer du bist, sei ganz dort. Es ist unheimlich schwierig, wenn man im Berufsleben steht und Familie hat, einfach mal da zu sitzen und sich beispielsweise auf die Natur zu konzentrieren und nichts weiter zu denken. Nicht weiter zu denken, ach, das musst du noch machen und du hast jetzt eigentlich überhaupt keine Zeit. Einfach da zu sitzen und nichts zu tun. Doch, man muss sich diese Zeit nehmen, denn die Zeit, die man hat, die ist so schnell vorbei. Und wir haben nur dieses eine Leben, wir haben nur diesen einen Körper. Und wir sollten versuchen, für uns das Beste zu tun. Das bedeutet nicht, dass wir andere außer Acht lassen, dass wir anderen in schwierigen Situationen nicht beistehen oder nicht helfen, wenn irgendwas zu tun ist. Aber wenn man selber an einem Punkt ist, wo man nicht mehr weiter kann, wo man erschlagen ist von Stress, kann man auch nicht mehr leistungsfähig für andere sein. Und es gibt Menschen, die einen haben davon mehr, die anderen haben davon weniger, die es einfach verdient haben, dass man ihnen auch achtsam Aufmerksamkeit schenkt. Denn es ist wie dieses berühmte Lächeln, wenn dir jemand Fremdes begegnet. Man lacht den Menschen nur an. Aber vielleicht hat dieser Mensch an diesem Tag irgendwas ganz Furchtbares erlebt und ist einfach nur dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die ihm in diesen Momenten oder in diesem kleinen Moment einfach das Gefühl gegeben haben, ich bin wertvoll. Und das ist jeder Mensch von uns. Wir sind alle wertvoll. Manche wissen das. Die meisten vielleicht. Manche müssen das ab und zu gesagt bekommen. Mal mehr, mal weniger. Aber es ist wichtig. Denn eine kleine Geste
wenn ich auch sehe, wie oft Menschen verurteilt werden, ohne dass die betreffende Person, die jemand anderen verurteilt, weiß, was der andere gerade durchmacht. Da denke ich mir manchmal, wenn ich sowas mitkriege, warum muss man so achtlos mit Worten umgehen? Man weiß überhaupt nicht, was es mit dem anderen macht. Wie sehr es einen verletzt oder verletzen kann. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, fürs Zuhören. Vielleicht hat es den ein oder anderen ja ein bisschen getröstet, dieses Video. Vielleicht